Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute backen wir einen basischen, veganen Kartoffel-Brokkoli-Auflauf inshallah. Basisch und vegan insofern, als dass wir die Sahne mit veganer Hafersahne ersetzen. Und zwar deshalb, weil die handelsübliche Sahne aus dem Supermarkt sauer in unserem Organismus verstoffwechselt wird, also es ist eine säurebildende Zutat. Und das sollten wir vermeiden, weil es bei einem Säureüberschuss im Körper zu vielen Krankheiten kommen kann. Deshalb werde ich euch in diesem Video auch gleich zeigen, wie man die vegane Hafersahne selber herstellt, die eine äußerst gesunde Alternative zur herkömmlichen Sahne liefert. Gleichzeitig werden wir auch den gesunden Brokkoli-Kartoffelauflauf herstellen, inshallah. Dazu benötigen wir erstmal Bio-Kartoffeln. Wichtig ist, dass wir jetzt immer die Bioprodukte verwenden, wo immer das möglich ist, denn die machen einen sehr großen Unterschied für unsere Gesundheit. Denn Bioprodukte sind zum einen nährstoffreicher als herkömmliche Obst- und Gemüsesorten und zum anderen werden sie eben nicht bestrahlt und nicht mit Pestiziden versehen. Nachdem wir die Kartoffeln geschält haben, schneiden wir sie hier, wie wir es jetzt sehen, auf diese Weise in kleine Würfel oder in kleine Scheiben vielmehr, geben sie in einen großen Topf und dazu geben wir dann gefrorenen Bio-Brokkoli, ungefähr in der gleichen Menge wie jetzt die Kartoffeln. Und an dieser Stelle würde ich jetzt normalerweise die herkömmliche Sahne hinzugeben. Die werden wir aber jetzt mit der Hafersahne ersetzen und die werden wir dazu jetzt erstmal anfertigen. Dazu habe ich jetzt glutenfreie Bio-Haferflocken vom Bioladen gekauft. Was ich euch auch empfehlen möchte, weil die normalen Haferflocken doch immer noch etwas Gluten enthalten. Zum einen und zum anderen werden sie auch erhitzt bei der Herstellung, wodurch sie dann wieder viele Nährstoffe verlieren. Von diesen Bio-Haferflocken nehme ich dann 100 Gramm in eine Schüssel und gebe dazu dann einen Teil von den 400 Gramm oder 400 Milliliter destilliertem Wasser. Also ich gebe hier ungefähr 200 Milliliter, also die Hälfte davon, dazu und weiche das Ganze jetzt erstmal für eine Weile lang ein, ungefähr eine halbe Stunde, damit die Haferflocken darin schön aufquellen können. Das ist wichtig für die Konsistenz nachher, damit wir eine schöne, dickflüssige Sahne erhalten. Nach einer halben Stunde gebe ich dann diese Mischung in den Mixer, in den Hochleistungsmixer und füge dann die restlichen 200 Milliliter destillierten Wasser hinzu. Wenn man eine dünnflüssigere Hafermilch zum Beispiel erhalten möchte, dann würde man einfach 600 Milliliter Wasser stattdessen hinzugeben, dann wird das Ganze etwas dünnflüssiger. Jetzt püriere ich das Ganze mit dem Hochleistungsmixer schon einmal durch und dann gebe ich nach etwa einer Minute noch geschmolzenes Kokosfett hinzu, und zwar etwa 50 bis 100 Milliliter, je nachdem, man kann da dann selbst schauen, wie dickflüssig man die Sahne dann haben möchte. Wenn man die Sahne jetzt zum Kochen verwendet oder zum Backen, wie hier in meinem Fall, dann sollte man eben das Kokosfett dafür verwenden. Wenn man aber roh, also für den rohen Zustand, für die rohköstliche Zubereitung Sahne oder Hafermilch haben möchte, gibt man einfach ein anderes Öl hinzu, wie zum Beispiel natives Olivenöl oder irgendein anderes hochwertiges, natives, kalt gepresstes Pflanzenöl. Der Unterschied zwischen dem Kokosfett und einem anderen pflanzlichen nativen Öl besteht eben darin, dass das Kokosfett erhitzt werden kann und keinen Schaden daran nimmt, sondern eben seine guten Eigenschaften beibehält. Deshalb benutzt man das, wenn man jetzt die Sahne zum Kochen benutzt. Ansonsten aber kann man ein anderes Öl nehmen, weil das Kokosöl eben die Eigenschaft hat, auszuhärten, sobald es wieder abkühlt. Das würde im Rohzustand dann dazu führen, dass die Sahne sehr dickflüssig werden würde, also fast stichfest. Das kann natürlich manchmal auch von Vorteil sein, wenn man gerne so eine stichfeste, fast wie so eine richtige Sahne haben möchte für Kuchen oder so zum Beispiel. Könnte das durchaus dann auch beabsichtigt sein. Wer aber lieber eine flüssige, roh vegane Hafersahne haben möchte für andere rohköstliche Zubereitungen, der gibt dann einfach ein anderes natives Pflanzenöl hinzu. Und nachdem wir die Hafersahne hier jetzt abgesiebt haben, das ist jetzt der Trester, der übrig bleibt, den könnte man für andere Anwendungen benutzen, die man da Kekse draus macht. Zum Beispiel haben wir hier jetzt eine richtig schöne, sämige, rohe Hafersahne, Mashallah. Ein Teil davon habe ich mir dann in ein Glas abgefüllt und dieses könnte man dann bis zu einer Woche im Kühlschrank lagern. Dieses Rezept ergibt ja eine ordentliche Menge an Hafersahne. Deshalb muss man schauen, wie viel man jetzt hier für den Kartoffelauflauf benötigt. Also 200 Milliliter würden da einfach eigentlich vollkommen ausreichen. Ja, und so sieht dann diese leckere, gesunde, vegane Hafersahne aus, Mashallah. Ja, und wie gesagt, den Rest habe ich dann hier für den Kartoffel-Brokkoli-Auflauf benutzt. 200 Milliliter haben wir dann hier dazugegeben.
Und da die Sahne wirklich sehr dickflüssig ist hier, Mashallah, habe ich dann noch den Krug mit etwas destilliertem Wasser ausgespült und dieses Wasser dann auch nochmal dazugegeben. Und dann das Ganze einfach mit etwas Biogemüsebrühe gewürzt, wie etwa so 2 gehäufte Teelöffel zu dieser Menge hinzugegeben an Biogemüsebrühe. Alles gut durchgerührt. Und dann habe ich noch hier so ein Kräuter der Provence Meersalzgemisch hinzugegeben und dann das Ganze einfach zum Kochen gebracht und dann auf kleiner Flamme etwa 5 Minuten köcheln lassen, bevor wir das Ganze dann in den Ofen geschoben haben. Beim Aufkochen sollte allerdings die Flamme auch schon relativ niedrig sein, weil Hafersahne es anscheinend an sich hat, sehr leicht anzubrennen. Während der 5 Minuten habe ich dann den veganen Käseersatz hier erstellt durch dieses weiße Mandelmus und Wasser. Und zwar ist das Bio-Mandelmus, also besteht aus 100% bio blanchierten weißen Mandeln. Das sind also nur pürierte Mandeln sozusagen, nichts anderes ist da drin. Allerdings ist das relativ teuer, dieses Mandelmus, und deshalb sollte man das auch sparsam verwenden. Es würde hier vollkommen ausreichen, wenn man 40 Gramm Mandelmus mit 40 Milliliter destilliertem Wasser vermischt. Ich hatte hier ein bisschen zu viel Wasser genommen, deswegen muss ich das nochmal anpassen und etwas mehr von dem Mandelmus dazugeben. Aber theoretisch reichen 40 Gramm Mandelmus mit 40 Milliliter destilliertem Wasser und etwas Himalaya-Salz nach Geschmack vollkommen aus, um daraus den veganen Käse herzustellen. Das Ganze wird einfach jetzt gründlich hier vermischt, bis wir eine richtig schöne, sämige Konsistenz erreichen. Das wird dann der vegane Käse sein, den wir dann letztendlich über den Kartoffel-Brokkoli-Auflauf geben werden, bevor wir das Ganze dann in den Ofen stellen werden. Nach 5 Minuten sind dann Brokkoli und Kartoffeln soweit vorgekocht, dass wir sie jetzt in die Auflaufform geben können. Darüber verteilen wir dann noch etwas gefrorene Petersilie, mischen das Ganze nochmal gut durch, bevor wir dann unseren veganen Käse darüber geben werden. Der wird dann einfach gleichmäßig von allen Seiten an allen Stellen darüber gegossen und dann kommt das Ganze auch schon in den vorgeheizten Ofen und wird bei Umluft bei 175 Grad auf Mittelstufe etwa 20 bis 30 Minuten gebacken oder eben so lange, bis Kartoffeln und Brokkoli ganz gar sein werden. Also wenn man mit dem Messer reinsticht, dass dann eben die Kartoffeln ganz butterweich sein werden, dann wissen wir, dass das Ganze fertig ist. Spätestens eben dann, wenn auch dieser Käse sozusagen goldgelb überbacken ist, dann weiß man, dass das Ganze jetzt fertig ist. So sieht das Resultat dann auch aus. Mashallah, sieht richtig lecker aus, also fast so ähnlich wie der normale, herkömmliche Kartoffel-Brokkoli-Auflauf, mit dem Unterschied eben, dass wir hier jetzt eine sehr viel gesündere, vegane, basische Alternative zum herkömmlichen Kartoffel-Brokkoli-Auflauf haben. Mashallah. Und das soll was heißen, es ist gar nicht so einfach, eine gute Alternative zu herkömmlicher Sahne und Käse zu finden, die dann auch noch schmecken soll und auch bezahlbar sein soll. Beides ist so eine Sache für sich, also man muss sich natürlich erstmal an den Geschmack gewöhnen. Das ist nicht unbedingt das gleiche, wie was man herkömmlicherweise so gewohnt war. Und das Mandelmus ist leider auch relativ teuer, aber was tut man nicht alles für die Gesundheit? Und was die Hafersahne betrifft, die ist wirklich eine sehr günstige Alternative zur herkömmlicher Sahne. Denn sogar die Bio-Haferflocken sind immer sehr günstig zu erstehen. Dann hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video eine Inspiration für gesünderes, basisches Kochen liefern konnte und wünsche euch gutes Gelingen beim Nachbacken dieses Kartoffelauflaufs. Vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.